Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich hatte den Impuls, wieder ein Video für euch zu machen. Und zwar diesmal die Konstruktion, wenn dein Seelenpartner oder dein Herzmensch noch in einer Bindung ist, ja, mit seiner jetzigen Partnerin, der Rivalin, und einmal auf euch gelegt. Die Kopfebene, die Herzebene und seine nächsten Schritte. Genauso hier Kopf, Herz, nächster Schritt. Denn diese aktuelle Hauptenergie bei dieser Konstruktion, genauso wie hier habe ich nochmal 2 Fragen gestellt. Und hier sind nochmal Botschaften von deinem Herzmenschen in dieser Verbindung. Und hier nochmal Botschaften in diese Verbindung hinein. Als Hauptenergie bist du gefallen, die Seelenpartnerin, ganz klar. Ja, und im Unterdeck nochmal, dass er Masken trägt dir gegenüber. Also so viel schon mal vorab, ihr Lieben. Wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Das freut mich sehr. Und ganz, ganz lieben Dank nochmal an euch, dass ihr so fleißig meine Videos liked und kommentiert und mir auch privat schreibt, dass euch die Videos wirklich gefallen und dass ich euch da auch wirklich wahnsinnig weiterhelfen kann. Das freut mich wahnsinnig, ihr Lieben. Aber ich möchte euch gar nicht so lange jetzt warten lassen, sondern beginne jetzt einfach mal. Und zwar fange ich jetzt mal an mit der Rivalin. Ja? Was hat er da auf der Kopfebene? Also er hat viele unklare Gedanken, was diese Verbindung angeht. Es sind komplizierte, längere Wege, die kennen sich vermutlich beide auch schon länger, haben eine längere Bindung schon miteinander, ja. Und da gibt es halt auch viele Verstrickungen in dieser Verbindung, in dieser Geschichte, Liebesgeschichte. Und vermutlich gab es da halt auch immer wieder Komplikationen zwischen den beiden, gerade was die Liebe angeht. Also er ist da so ein bisschen unklar in seinen Gedanken. Da liegen viele Umwege und wie gesagt halt auch Komplikationen zwischen den beiden. Also die hat auch im Kopf, er macht sich das wahrscheinlich auch sehr, sehr kompliziert. Also was ich jetzt reinkriege, vermutlich ist er auch sehr kopflastig, wo er sich das einfach selber schwer macht. Ja, im Endeffekt wäre es wahrscheinlich ganz einfach, aber man kann ja auch den schweren Weg wählen, anstatt den einfachen zu nehmen. Ihr kennt das, ihr Lieben. Genau, auf der Herzensebene, das ist wirklich der Wahnsinn, bist du gefallen. In dieser Verbindung bist du in seine Herzensebene gefallen. Also du bist da präsent. Ja? Die Liebe zu dir ist dort präsent. Also er nimmt dich in dieser Verbindung definitiv mit. Solltest du da Zweifel gehabt haben, kannst du die gleich ad acta legen. Er hat dich definitiv auch in dieser Verbindung im Herzen. Und das sogar ja, sehr, sehr stabil. Und er hat mit ihr eine Verankerung, ja, vielleicht, es kann sein, das muss ich immer sagen, es kann sein, dass sie sich vielleicht über die Arbeit kennen oder kennengelernt haben. Aber auf der Herzensebene sehe ich schon, dass sie schon fest miteinander verankert sind. Vielleicht haben sie Kinder, Familie, wie auch immer, was die so beide so ein bisschen zusammenhält. Deswegen ist er da so ein bisschen unklar in seinen Gedanken, aber auf der Herzensebene bist ganz klar du und auch diese Stabilität zu dir. Also er fühlt sich dir auch sehr, sehr verankert. Also die nächsten Schritte von ihm in diese Richtung, er weiß, dass es Zeit wird, sich zurückzuziehen. Er weiß, dass es Zeit wird, etwas anders zu machen. Den Weg, einen geraden Weg zu gehen und nicht mehr so ein Kuddelmuddel hier wahrscheinlich, wie es die ganze Zeit da war. Das ist so in dieser Verbindung, er weiß vermutlich, dass er sich aus dieser Verbindung zurückziehen muss, um endlich einen Weg zu gehen. Und da liegt es natürlich wieder sehr, sehr schön da, den Weg zu dir in die Liebe hinein. Aktuell ist es so, er hat sich da selber so ein bisschen reingepackt, der Herr ist auch ein bisschen blockiert in diese Richtung. Vermutlich gehen die auch toll miteinander um. Ja, also da sehe ich jetzt hier nicht, dass die jetzt streiten oder so. Er macht sich das selber halt ein bisschen schwer. Also die werden sich vermutlich auch sehr, sehr gut verstehen. Aber das ist oberflächlich. Ja, also die sind halt doch schon oberflächlich unterwegs beide. Vermutlich halten sie es für die Öffentlichkeit irgendwie noch zusammen. Aber wir wissen ja, nach Regen kommt Sonnenschein. Und wir wissen natürlich auch, dass jede Wolke oder jede Dunkelheit sich auflösen kann. Das heißt also, diese Unklarheiten, die ihr hast, werden auch wieder vorübergehen.
Ja. Dann habe ich gefragt, nö, das mache ich zum Schluss für euch. Da müsst ihr leider noch ein bisschen warten mit den schönen Karten hier. Das mache ich zum Schluss. Zwischen euch, da liegt auch die Schlange. Also auch hier, weiß er, dass es kein einfacher Weg ist. Ihr kennt euch vermutlich auch schon länger. Das ist kein einfacher Weg in deine Richtung. Ja, er weiß aber auch, dass er ein neues Kapitel aufschlagen muss in deine Richtung. Ja, also alles oder gar nichts. Er wirkt aber in Gedankenebene ist er dir noch sehr, sehr verborgen. Er ist wahrscheinlich auch gerade so ein Buch mit 7 Siegeln für dich. Du kannst nicht ganz in ihn lesen. Du hast das Buch auch im Kopf. Du siehst da nicht ganz so wirklich durch, was ist jetzt eigentlich gerade mit ihm los. Ja, aber glaube mir, in ihm ackert es, weil auf der Herzensebene ist ein anderer Mann gefallen. Und der liegt genau komischerweise hinter dir. Hier ist er. Da. Ja. Also vermutlich hat er Angst, dass du es beendest mit ihm wegen einem anderen Mann. Ja, also es ist schon sehr präsent. Also auf der Herzensebene hat er schon Angst vor Verlust. Er hat Angst, dass du es beendest. Dass du diesen ganzen Scheißdreck, dass du einfach keine Lust mehr hast. Was man ja total verstehen kann. Ne? Also ja, da hat er wirklich Angst, dass du das machst. Dass da vermutlich auch ein anderer Mann bei dir ist. Vielleicht überlegst du auch tatsächlich, okay, pass auf, Schätzelein, du willst nicht, dann schlage ich hier ein neues Kapitel mit einem anderen Mann auf. Ja, also soweit bist du schon, weil du auch wirklich Altes losgelassen hast. Ja, also ich sehe ja wieder auch, wieso es liegt auch in deiner Ecke, dass du Altes loslässt. Dass du einfach keinen Bock mehr hast auf diesen Irrgarten hier, wo du ewig hin und her geeiert bist mit ihm und einfach gar kein klarer Ausweg da war. Es ist aber so, die geistige Führung ist natürlich bei euch präsent, ganz klare Sache, sie ist da, sie prüft ihn auch gerade in eurer Verbindung, wahrscheinlich wirst du auch des Öfteren geprüft, aber ich sehe schon so, dass du wirklich so überlegst, ein neues Kapitel aufzuschlagen in deinem Leben. Vielleicht liegt da wirklich schon ein anderer Mann, du hast jemanden kennengelernt und sagst, ja gut, pass auf, Hasilein, du willst nicht, es ist okay, ich habe es akzeptiert und angenommen, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Du bist nicht das Ende der Fadenstange und das wird er wahrscheinlich spüren. Ne? Und er hat echt Schiss, dass du es mit ihm beendest, weil du einen Weg mit einem anderen Herrn gehen möchtest. Ja, wie gesagt, die geistige Führung greift aber ein, das sind die nächsten Schritte, die geistige Führung greift ein und dieser Kreislauf, in dem ihr euch befunden habt, soll beendet werden. Der soll in Transformation gehen, das soll aufhören, ja, also das sind seine nächsten Schritte in deine Richtung. Also er möchte da etwas durchbrechen, was er die ganze Zeit vermutlich wegen dieser Dame nicht getan hat. Und sie ist ja auch hier präsent. Da ist eine andere Frau, aber er weiß, dass er jetzt ein neues Kapitel eigentlich ausschlagen müsste in deine Richtung. Sonst ist das hier vorbei zwischen euch. Es ist so, dass aktuell es sein kann, ja, dass er sich dazu entscheidet, weil er auch viele innerliche Konflikte hat in eurer Seelenverbindung, weil der hat definitiv tiefe Gefühle. Sagt dir wahrscheinlich, das ist nicht so, geh weg, wo der Pfeffer wächst, aber er hat ja am Ende doch trotzdem Schiss, dass er ein anderer Mann ist, dass er vermutlich dir eine Einladung zukommen lässt oder dass er vielleicht nach einem Treffen fragt. Da kommt nämlich eine Nachricht rein und der Reiter ist, wie gesagt, doch sehr, sehr schnell unterwegs. Es kann natürlich sein, dadurch, dass er diese Konflikte hat mit sich, diese Entscheidung zu treffen, verdammt nochmal, ich muss sie sehen, ja, ich schicke jetzt eine Nachricht ab und frage, ob wir uns treffen können. Es ist aber auch so, dass es viele äußerliche Einflüsse bei ihm noch gibt, warum er noch nicht so wirklich aus dem Pott kommt, der Gute. Dann habe ich gefragt, wird er sich von seiner jetzigen und von deiner Rivalin oder von der Rivalin trennen? Ja, definitiv, ihr Süßen, ja. Wird er, auf kurz oder lang wird er das machen? Das Universum kennt keine Zeit, denn die Frage, ob er sich komplett, nicht heute, nicht morgen, ja, zu dir bekennen wird. Ja, auch das wird er definitiv tun. Aber dafür muss er noch eine Aufgabe endlich abschließen in seinem Leben. Und vor der steht er gerade. Was möchte der Gute sagen in dieser Verbindung hier? 2 Karten sind hier rausgefallen. Einmal, dass er Sehnsucht nach jemand anderen hat.
Träume von jemandem oder Sehnsucht nach jemandem. Und das ist definitiv nicht sie. Das bist du. Er vermisst dich und das sagt er auch ganz klar in dieser Verbindung. Du bist da so präsent und du bist deine Wunscherfüllung. Also du bist ja auch hier auf der Herzensebene gefallen und er sagt, er sehnt sich nach dir, nicht nach ihr. Dann sagt er, dass es hier so ein bisschen wie eine Freundschaft ist. Ja, also es ist eine, wie ich schon sagte, so eine oberflächliche Geschichte. Die gehen gut miteinander um, ganz toll, sind super stabil miteinander, aber es ist keine Liebe. Es ist einfach keine Liebe mehr, weil du bist hier. Und er sagt, dass es hier so, er pflegt einen Freundschaftskreis, um es mal einfach zu sagen, ja. Und dass er auf die Meinung von anderen hört und dass ihm das wichtig ist. Und deswegen befindet er sich noch in diesem Kreislauf. Was möchte er dir sagen? Er sagt hier ganz klar, er weiß, dass es Zeit ist für Veränderung. Ja. Er weiß, dass es Zeit ist, eine Reise zu machen. Er weiß, dass es Zeit ist, dass es eine Veränderung herbeizurufen ist in einer Partnerschaft, in der er sich noch befindet. Also er muss da etwas verändern. Das sagt er dir hier auch ganz klar. Dann sagt er dir, dass er der Verlockung mit dir, klar liegst du hier geliebt, du bist ja auch die Geliebte. Also wenn man dir mal einen Namen gibt, bist du eine Geliebte. Aber er kann dir einfach verdammt nochmal nicht widerstehen. Er kann die Finger nicht von dir lassen, weil er dich liebt. Und wenn er sich das selbst noch nicht eingestanden hat, wird er es irgendwann tun. Glaubt mir das, ihr Süßen. Dann sagt er noch ganz klar, dass ihr eine lebenslange Bindung miteinander habt. Weil ihr warum? Genau, Seelenpartner seid. Also er spürt das schon, der weiß das, der Gute, aber Hasilein ist wahrscheinlich auf einer Schnecke unterwegs und Schnecken brauchen vermutlich ein bisschen länger, so wie man das sieht, ja. Und deswegen braucht er einfach. Aber ihr Lieben, nochmals, stellt euch vor, ihr habt ein ganz, ganz tiefes Trauma, ja. Und wie viele Jahre man braucht, um ein traumatisches Ereignis für sich zu bewältigen. Und wenn dann da jemand steht und sagt, ey, auch auf energetischer Basis, Kollege, gib Gummi, dann sagt er, ey, sorry, nein, dann rennt der weg. Lass locker, lass den gehen, lass den seinen Scheiß erledigen. Der braucht Zeit, er braucht diese Konstruktion hier noch für seinen Schein. Aber du bist definitiv in seinem Herzen und das vermutlich schon ganz, ganz, ganz lange. Ja. Länger als du es eigentlich vermutest, aber nach außen lebt man ja oft etwas anderes. Ihr lieben Mäuse, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr eine persönliche Legung wollt, schreibt mich gerne an. Ich verlinke euch genau wieder unter dem Video, wie ihr mich erreichen könnt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit dürft ihr mir natürlich schreiben über E-Mail, WhatsApp, wie auch immer. Ich freue mich riesendoll auf euch. Danke natürlich jedem, der mir hier folgt und mich hier unterstützt auf meinem Kanal, dass ich meine Erfüllung leben kann und es möglich machen kann, anderen damit zu helfen, auch mit meiner Erfahrung. Jetzt danke ich euch, wünsche euch einen wundervollen Nachmittag. Ich umarme euch ganz, ganz fest und freue mich, von euch zu lesen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.